Hallo zusammen! Heute zeige ich euch, wie ihr in ein paar Minuten eine Fusilli-Nudel häkeln könnt. Schaut euch das Video unbedingt auch bis zum Ende an und da erkläre ich euch noch, wie ihr mit einer ganz kleinen Änderung an der Nudelanleitung ein tolles weiteres Detail für kleine Häkelpuppen oder Häkeltiere herstellen könnt. Und los geht's auch schon. Wir haben hier ein Garn in einem Gelbton und das hat ungefähr eine Lauflänge von 105 Meter bei ca. 50 Gramm. Dann nehme ich die Häkelnadel in 3 mm und wir fangen an mit einer Luftmaschenkette. Da machen wir den Anfangsknoten zunächst. Und dann starten wir mit der Luftmaschenkette und machen 20 Luftmaschen. 1, 2, 3. 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 und 20. So, und jetzt geht ihr weiter und häkelt zurück diese Luftmaschenkette. Und da fangen wir an in der zweiten Luftmasche von der Nadel aus, also nicht direkt hier vorne, sondern in dieser. Und jetzt häkeln wir in jede dieser Luftmaschen auf dem Rückweg 3 feste Maschen. Also wir gehen mit der Nadel hier durch, holen den Faden und ziehen den Faden durch beide Schlaufen. Und das machen wir dreimal genau in derselben Masche. Zweite Mal und dritte Mal. So. Genau, und das machen wir jetzt so lange, bis wir wieder am Anfang sind. Ich zeige euch das noch weiter. Dann könnt ihr das vielleicht auch sogar direkt mithäkeln. Drei. Und ihr seht, das fängt sich schon langsam an zusammenzuzwirbeln. Da muss man aufpassen, dass man auch keine von diesen Luftmaschen verpasst. Ups. Eins. Und nochmal 3 feste Maschen. Und immer so weiter wieder. Ich hoffe, das sieht man ganz gut. Immer wieder hier einstechen. Und 3 feste Maschen. In die nächste Luftmasche machen.
Jetzt haben wir eine, hat sich wieder gelöst, die machen wir nochmal. 1, 3. Versuche das Licht gerade noch mal ein bisschen besser hinzukriegen. Und dann sind wir auch gleich schon fertig. So, nochmal 3. Jetzt wird es halt immer ein bisschen schwieriger, weil sich der Rest ja hier schon so einwickelt. Hier haben wir noch eine. 1, 2, 3. Und die letzte Luftmasche, die wir zurückhäkeln. 3 festen Maschen. 3 und dann sind wir schon fertig. Sieht gerade noch nicht so aus wie die Fusilli-Nudel, aber wir schließen das jetzt hier noch alles ab. Wir ziehen den Faden weiter durch und können jetzt hier einfach abschneiden und den Faden hier durchziehen. Und jetzt machen wir einen Knoten am Ende, weil wir haben ja den Anfangsfaden und jetzt das Ende vom Faden. Da müssen wir aufpassen beim Knoten, dass wir den zuerst so rum machen, ziemlich eng, und jetzt entgegengesetzt, dass der auch nicht mehr aufgeht. Zweimal in die gleiche Richtung macht, dann rutscht der schnell wieder raus. So, und das ziehen wir jetzt richtig fest. Und jetzt können wir den super nah, den Faden sehr nah am Knoten hier abschneiden. Auf beiden Seiten. Ups, da sieht man es besser. So. Und das war's schon. Und jetzt drehen wir die Nudel noch einmal, dass alles in dieselbe Richtung zeigt. So. Und das war's auch schon. Und so kann man ganz einfach ein paar Nudeln für die Spieleküche, für die Kinder oder ja, für eine Amigurumi-Welt oder für sonst irgendwas häkeln. Und das geht relativ schnell, in knapp, je nachdem, wenn man keine Kamera davor hat und ein bisschen mehr Platz und am Stück häkelt, circa 5 Minuten für eine Nudel ist schon ganz gut. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich über ein Abo freuen, über einen Daumen nach oben und vielleicht auch über einen Kommentar. Und da könnt ihr ja reinschreiben, was ich vielleicht als nächstes mal zeigen soll, wie man das häkelt. Und jetzt, wie versprochen, zeige ich euch noch die kleine Änderung, die man machen kann an dieser Nudel oder beim Häkeln dieser Nudel, um was ganz anderes noch herzustellen. Und zwar ist das Folgendes. Wenn man beim Zurückhäkeln einfach nur 2 feste Maschen in die Luftmaschenkette macht, jeweils, dann kann man super tolle, hier zum Beispiel bei dem Einhorn, Locken oder für auch Figuren, für Häkelfiguren, für die Haare, schöne Locken häkeln. Denn wenn man nur 2 Maschen hier reinmacht, 2 feste Maschen beim Zurückhäkeln, werden die viel elastischer.
Die Nudeln, die sind nicht ganz so, kann man nicht ganz so weit ausziehen, die bleiben relativ feste dann auch zusammen. Und bei den Locken ist es dann aber so, dass die sich weiter ziehen lassen und je nachdem wie lang man die Luftmaschenkette häkelt, kann man längere oder auch kürzere Locken an ein Häkeltier oder eine Puppe häkeln. So, das war der kleine Trick am Ende und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Tschüss!